Hallo, mein Name ist Christian Löhnert und ich bin Solutions Engineer bei Slack. Ich freue mich, dass Sie heute bei unserer Session Slack für Service dabei sind. Heute zeigen wir Ihnen eine Vision davon, wie Slack für Service-Teams eingesetzt werden kann. Diese Session ist für alle, die mehr über spezifische Service-Anwendungsfälle erfahren möchten und bereits mit Slack vertraut sind. Wir gehen tiefer in Demos für spezifische Service-Use-Cases, Integrationen und Workflows. In unserer Demo werden Sie erfahren, wie unsere eigenen Service-Teams bei Slack nutzen. Und wir werden auch ein Kundenbeispiel mit Ihnen teilen. Um eine gemeinsame Basis für uns alle zu schaffen, beginnen wir mit einer kurzen Erinnerung daran, was Slack ist. Slack wurde entwickelt, um gleichermaßen die Bedürfnisse von Mitarbeitern zu erfüllen, die in In-Office, Remote, aber auch Hybrid-Situationen arbeiten. Slack bedient als zentrales System der Zusammenarbeit alle Anwendungsfälle, die wir in der heutigen Zeit des modernen Arbeitens antreffen. Slack ist die eine Anwendung, die auf jedem Gerät eines jeden Mitarbeiters installiert werden kann. Slack ist für Ihr Service-Team genauso nützlich wie für Ihr Sales- oder Entwicklerteam und jedes andere Team im Unternehmen. Slack schafft eine gemeinsame Ebene der Zusammenarbeit in der gesamten Organisation und beseitigt somit die kostenintensiven Silos, die die Zusammenarbeit und Produktivität im Unternehmen beeinträchtigen können. Lassen Sie uns also einen Blick darauf werfen, warum Kundenservice heute so wichtig ist. Der Kundenservice wurde in Unternehmen lange Zeit als Kostenstelle betrachtet. Da jedoch heute die Kundenbindung Vorrang vor der Kundengewinnung hat, haben sich die Regeln geändert. Die Loyalität der Kunden ist sprichwörtlich Gold wert. Es ist leicht zu erkennen, warum. Selbst kleine Steigerungen der Kundenbindung können massive Auswirkungen auf das Unternehmenswachstum haben. Eine Erhöhung der Kundenbindungsrate um nur 5% kann den Gewinn um 25% steigern. Und das konservativ betrachtet. Heutzutage wissen Unternehmen, dass sie ihr Geschäft steigern können, indem sie die Kundenbindung erhöhen. Sie wissen auch, dass ein leistungsfähiges Kundenservice-Team ein klarer Vorteil ist. Es ist der Schlüssel zur Steigerung der Kundenbindung und zum Erhalt der Wettbewerbsfähigkeit in einem eher erlebnisorientierten Umfeld. Customer Experience ist das Stichwort. Es geht um das Kundenerlebnis, das an den Kontaktpunkten mit den Unternehmen stattfindet. Und die Erwartungen der Kunden an eben dieses Erlebnis sind enorm hoch. Und sie steigen weiter. Der Kunde der Zukunft, der in eine erlebnisorientierte Welt hineingeboren wurde, verlangt nach einem Service, der personalisiert, differenziert und proaktiv ist. Laut dem Customer Experience Trends Report von Zendesk aus dem Jahr 2020 erwarten 76% der Kunden eine personalisierte Kommunikation. Service-Teams spielen mit hohen Einsätzen für ihre Unternehmen. Sie haben oft nur eine Chance, es richtig zu machen. Mehr als 50% der Kunden geben an, dass sie nach nur einer schlechten Erfahrung zu einem Mitbewerber wechseln würden. Bei mehreren schlechten Erfahrungen sind es sogar 80%. In einer Welt, in der Testen vor Kaufen zur Norm geworden ist, können Benutzer im Handumdrehen kündigen. Das bedeutet, dass ein Wechsel noch nie so einfach war. Viele Kundenservice-Teams verstehen die hohe Bedeutung und die Chance, die sich ihnen bietet. Leider hat sich der Rest des Unternehmens noch nicht vollständig mit diesen Teams zusammengetan, um die in diesem Bereich notwendige Wettbewerbsfähigkeit zu sichern. Das stellt die Kundenservice-Teams vor Herausforderungen. Dies sind einige der Barrieren, die wir am häufigsten bei Service-Teams sehen. Agenten arbeiten über mehrere Tools, um auf Experten und Wissen zuzugreifen. Managern fehlt eine 360-Grad-Sicht auf ihre Agenten und wertvolle Kundendaten und Feedback sind nicht zugänglich. Wir wissen, dass Sie den Rest Ihres Unternehmens nicht in Ihr Ticketing-Tool einbinden können. Und das sollten Sie auch nicht. Aber Sie brauchen eine Plattform, die Service-Teams mit Ihrem Unternehmen und Ihren Kunden verbindet. So machen Sie Kundenbindung zu etwas, das allen gehört. Und genau hier kommt Slack ins Spiel. Um Teams für schnellere, präzisere Lösungen zu verbinden. Um in Echtzeit Agenten zu befähigen und ihnen zu mehr Effektivität zu verhelfen. Und um die Kundenzufriedenheit zu steigern, indem wertvolle Erkenntnisse genutzt werden und sie darauf reagieren können.
Slack ist die kanalbasierte Kollaborationsplattform, die Ihre primären Ticketing-Tools und Kundenservice-Lösungen noch wertvoller macht, indem sie sowohl Ihre Kunden als auch den Rest des Unternehmens näher an Ihre Serviceagenten heranbringen. Was das für Sie bedeutet? Sie werden echte Kundenloyalität aufbauen. Schauen wir uns also an, wie Slack Ihnen dabei helfen kann, Kundenerwartungen zu erfüllen, exzellente Serviceerlebnisse für den Kunden, aber auch für den Agenten zu ermöglichen und kundenzentrisches Arbeiten in die Realität umzusetzen. Beginnen wir mit unserem ersten Wertversprechen, in dem es darum geht, wie Slack Ihnen helfen kann, Probleme schneller zu lösen, indem es die Experten und das Wissen in Slack zusammenbringt. Agenten können sich sofort mit der richtigen Person in jeder Abteilung verbinden und sofortige Antworten aus jeder Quelle in einer einzigen leistungsstarken Suche finden. Wie das in Slack funktioniert, schauen wir uns jetzt in der ersten Demo an. Wir befinden uns nun in Slack im Kanal Alerts KPIs. Dies ist ein Kanal für Agenten und Manager wie mich, um Tickets zu verfolgen, die ein SLA verletzen. Von hier kann ich diese Tickets bis zur Lösung verwalten. In diesem Beispiel verwenden wir die Salesforce Service Cloud als Ticketing-System, aber es könnte genauso gut Zendesk, Freshdesk oder ein anderes Ticketing-System sein. Sobald ein Ticket gegen ein SLA verstößt, sendet die Service Cloud-Integration eine Benachrichtigung an den Kanal. Diese Warnung enthält alle Informationen, die wir über das Ticket benötigen, zum Beispiel den Betrag, den der Kunde bei uns ausgibt, unser SLA-Ziel, die Warteschlange des Tickets und sogar eine Stimmungsanalyse. Sie können auch die Nachricht des Kunden aus dem Ticket direkt im Kanal sehen. Wenn ich noch mehr Informationen bräuchte, könnte ich auf den Link oben klicken, der mich direkt zu dem Ticket in Sales Service Cloud bringt. Ich sende nun eine Nachricht an das Team, um es wissen zu lassen, dass ich verfügbar bin, falls sie etwas eskalieren müssen. Ich kann nun sehen, dass ein neues Ticket eingegangen ist. Ein paar Sekunden später lässt mich einer meiner Agenten wissen, dass er sich das Ticket ansieht, indem er mit dem Augen-Emoji reagiert. Wir können auch sehen, dass ein Thread zur Nachricht erstellt wurde. Wenn ich diesen Thread öffne, kann ich sehen, dass er mit jemandem aus unserem Produktteam zusammenarbeitet. Sobald Sie die benötigten Informationen erhalten und das Ticket gelöst haben, aktualisieren Sie die ursprüngliche Nachricht mit dem Häkchen-Emoji. Die Verwendung von Emojis ist ein schneller und einfacher Weg, um den Status zu kommunizieren. Aber es gibt noch einen weiteren erwähnenswerten Aspekt. Wir erhalten nicht nur Warnungen für einzelne Tickets, sondern haben auch einen Triage-Bot eingerichtet. Der Triage-Bot scannt die Tickets im Kanal und teilt uns mit, wie viele von ihnen keine Augen-Emojis oder ein Häkchen haben und noch bearbeitet werden müssen. Das ist besonders in Zeiten hoher Aktivität hilfreich, in der Tickets sonst übersehen werden könnten. In unserem Fall gibt es kein Ticket, das nicht bereits von jemandem in Bearbeitung ist. Ich lasse mein Team mit dem gehobene Hände-Emoji wissen, dass mir das gefällt. Schließlich können wir auch andere Arten von KPIs in den Kanal zur Verfügung stellen. In diesem Beispiel zeigt der Statspot die gesamte Anzahl der eskalierten Tickets, wie viele davon noch aktiv sind, die häufigsten Themen für eskalierte Tickets und einiges mehr. Lassen Sie mich kurz zusammenfassen. Mit Slack werden Kanäle zu einem zentralen Ort für die Erfassung potenzieller SLA-Probleme, die mit benutzerdefinierten Warnmeldungen die sofortige Sichtbarkeit für Fälle mit hoher Priorität bieten. Und es den Agenten ermöglichen, sofortige Maßnahmen ergreifen zu können. Alles an einem Ort. Alles direkt aus Slack heraus. Als nächstes möchte ich Ihnen zeigen, wie Sie die Erfahrung Ihrer Agenten und damit auch Ihrer Kunden mit Slack optimieren können. Ermöglichen Sie Ihrem Service-Team einen 360-Grad-Blick auf Ihren Tag. Mit Slack erhalten Sie unkomplizierte Einblicke in Ticketing-Daten oder zum Beispiel Warnungen. Dadurch wird weniger Zeit damit verbracht, sich diese Daten mühsam aus verschiedenen Tools zusammenzusuchen. Am Ende bleibt mehr fokussierte Zeit und die Möglichkeit, selbstbewusste und zufriedene Agenten zu entwickeln und weiterzuentwickeln. All dies kommt am Ende auch bei Ihren Kunden an.
Lassen Sie uns auch das in einer Demo in Slack anschauen. Hier befinde ich mich nun in Slack in einem 1:1 Kanal mit einem meiner Serviceagentinnen, Alaya. Manager können private Kanäle wie diesen zum Beispiel für die Besprechung von Auswertungen nutzen, wie wir sie hier sehen, um 1:1 zu planen und nachzubereiten oder einfach für Ad-Hoc-Diskussionen zwischendurch. Wir haben eine Integration eingerichtet, die alle Fälle von Alaya, die eine niedrige Bewertung der Kundenzufriedenheit aufweisen, in diesen Kanal sendet. So können wir besprechen, wie wir alle damit verbundenen Probleme angehen und an Verbesserungen arbeiten können. In diesem Beispiel kann ich sehen, dass Alaya an einem Fall gearbeitet hat, der mit einer Rückbuchung zu tun hatte. Dem Kunden wurde anschließend eine Qualtrics-Umfrage zugesendet. Während er ihr eine hohe Punktzahl für Freundlichkeit gegeben hat, hat er ihr eine niedrige Punktzahl für Wissen und Kommunikation gegeben. Wenn ich herausfinden möchte, was genau schiefgelaufen ist, könnte ich den Fall in Salesforce öffnen oder mir sogar die Mitschrift des Anrufs über die bereitgestellten Links anhören. Nehmen wir an, ich höre mir die Mitschrift an und finde heraus, dass das Problem ein Mangel an Wissen über unseren Abrechnungsprozess war. Ich kann Alaya im Kanal wissen lassen, dass ich ihr einen bestimmten Kurs in unserem Lernmanagementsystem zuweisen werde, der ihr helfen wird, diese Wissenslücke zu schließen und auf ihr Ziel hinzuarbeiten, Teamleiter zu werden. Ich kann sehen, dass Alaya direkt geantwortet hat und bestätigt, dass sie mit diesem Thema noch Probleme hat. Sie freut sich über den Kurs und wird diesen in Kürze starten. Ich kann sogar noch einen Schritt weiter gehen, indem ich den Kurs direkt aus dem Kanal mit einem Emoji zuweise. Dadurch wird Alaya nicht nur der Kurs zugewiesen, sondern sie kann ihn auch direkt von Slack aus starten. Das erspart ihr die Mühe, einen neuen Browser-Tab zu öffnen und zu der spezifischen Kursseite zu navigieren. Wir reduzieren Kontextwechsel. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Slack durch das Hervorheben von Verbesserungsmöglichkeiten und die Option, gezielte Schulungen zuzuweisen, dazu beitragen kann, die Erfahrung und Zufriedenheit der Agenten zu verbessern und damit auch die Fluktuation zu verringern. Zum Abschluss zeige ich Ihnen, wie Sie die Stimme Ihres Kunden in Service-Teams mit Slack maximieren können. Ihr Team kann kundenzentrierte Erfahrungen liefern, indem es Kundeneinblicke an denselben Ort bringt, an dem Ihre Teams die beste Arbeit leisten. Mit Slack können Agenten kontinuierlich kritische Kundenstimmen über Produkt, Marketing oder den Vertrieb zurückliefern und diese Erkenntnisse in verbesserte Produkte und Dienstleistungen umsetzen, um die Kunden weiterhin zu begeistern. Sie wissen, was kommt? Wir werden uns das in Aktion in Slack anschauen. Ich befinde mich nun in Slack im Produkt-Feedback-Kanal. Dies ist ein Kanal, in dem Agenten Kundenfeedback direkt mit dem Produktteam teilen können. Andersherum kann auch das Produktteam seine Gedanken mit dem Kunden teilen, ebenso wie alle Updates, die für den Kunden hilfreich sein könnten. In diesem Beispiel sieht man, dass der Kunde über ein Ticket in der Salesforce Service Cloud Feedback zu unserer neuen Preisgestaltungsengine gegeben hat. Direkt darunter hat Anna aus dem Produktteam den Agenten benachrichtigt, dass sie dieses Feedback als Anfrage zur Produktverbesserung protokolliert hat und alle Aktualisierungen im Kanal bereitstellen wird. Das finden wir gut und bestätigen mit einem Daumen hoch. Wir können nicht nur einzelne Rückmeldungen teilen, sondern auch Kanäle wie diesen verwenden, um allgemeinere Themen hervorzuheben. Diese spezielle benutzerdefinierte Integration sendet einmal pro Woche eine Zusammenfassung in den Kanal. Oben sehe ich die Wörter und Phrasen, die in dieser Woche am häufigsten in unseren Tickets erwähnt werden. Das Produktteam kann diese Informationen nutzen, um die Produktentwicklung zu steuern. Wir könnten auch darüber nachdenken, Knowledge Base Artikel für diese Themen zu erstellen, falls sie noch nicht existieren. Als nächstes haben wir ein paar Accounts, die als gute Kandidaten für Slack Connect Kanäle hervorgehoben wurden. Slack Connect Kanäle sind wie normale Kanäle, aber sie verbinden zwei verschiedene Organisationen.
In diesem Fall unsere und die unserer Kunden. Auf diese Weise können unsere Kunden Support in dem Tool anfordern, das sie bereits verwenden, anstatt zwischen Slack und einer E-Mail oder einem Webportal hin und her springen zu müssen. Tatsächlich bieten viele der Slack-Kunden Support über Slack Connect-Kanäle als Teil eines Premium-Support-Angebots an. Schließlich sehe ich noch einen Status von 2 Experimenten, die wir als Teil unserer Innovation Labs durchführen. Ich kann sehen, dass unser Remote Rebooter diese Woche fast 350 Tickets gelöst hat. 20% mehr als in der letzten Woche. Wir können auch einen Thread sehen. Wenn ich diesen Thread genauer anschaue, kann ich sehen, dass es eine Diskussion zwischen unseren Produkt- und Service-Teams gibt, die sich Zeit nehmen, um die Einführung dieser Lösung auf breiter Basis zu diskutieren. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Support-Teams mit Slack den Zugriff auf Kundeneinblicke auf das gesamte Unternehmen ausweiten können. Produktteams können auf diese Erkenntnisse in Slack, dort wo sie bereits arbeiten, zugreifen. Sie vermeiden den Umweg über den Login in das Ticketing-System und den damit verbundenen Lizenzkosten. Zum Abschluss wollen wir uns anschauen, wie Lyft Slack einsetzt, um dringende Probleme bei der Beförderung von Kunden schnell und sorgfältig zu lösen. Lyft ist nicht nur für sein Ridesharing-Geschäft für Privatkunden bekannt, sondern auch als bevorzugter B2B-Mobilitätspartner für Tausende von Unternehmen. Von der Beförderung von Geschäftsreisenden über Fahrten für Mitarbeiter nach Feierabend bis hin zu versicherungspflichtigen Fahrten für Patienten im Krankenhaus. Lyft Business befördert Menschen, die für das Geschäft der Kunden des Unternehmens wichtig sind. Das bedeutet, dass die Gewährleistung eines konsistenten, pünktlichen und persönlichen Supports zu jeder Zeit entscheidend für den Erfolg ist. Doch als die Lyft-Business-Abteilung wuchs, konnten herkömmliche Apps für die gemeinsame Nutzung von Dokumenten, E-Mail und Messaging nicht mehr Schritt halten. Wenn dringende Situationen auftreten, ist ein schnelles Situationsmanagement und die Kommunikation mit allen relevanten Geschäftspartnern unerlässlich. Eine nicht integrierte Toollandschaft schränkte die Teams ein und erschwerte eine gemeinsame Zusammenarbeit sowie eine angemessene Reaktionsfähigkeit. Slack bietet dem Team nun einen sofortigen Eskalationsweg und hält gleichzeitig alle Beteiligten zu einem Kunden auf dem Laufenden zum Stand eines Problems. Durch eine Zendesk-Integration ist die Eskalation von Notfällen oder dringenden Problemen fast sofort möglich, dank der Möglichkeit, sofort mit den richtigen, funktionsübergreifenden Teammitgliedern und Experten zusammenzuarbeiten. Mit einem Blick kann das Team bei Lyft ein Kundensupport-Ticket direkt in einen Slack-Kanal senden, wie zum Beispiel in den Kanal Enterprise Engineers and Customer Success, in dem sich immer 2 Support-Ingenieure zur Bereitschaft aufhalten. Von hier aus können Sie alle relevanten Details im Ticket sehen, im Thread antworten, um Input zu geben oder Fragen zu stellen und die Probleme in Echtzeit zu lösen, anstatt 12 bis 24 Stunden. Kundenbetreuer, die sich im Channel befinden, haben Einblick in das Problem, während es gelöst wird, sodass sie den Kunden sofort ein Update geben können. Von der Verbesserung der Zusammenarbeit und der Transparenz im gesamten Unternehmen bis hin zur schnellen Eskalation kritischer Probleme ist Slack ein wesentlicher Bestandteil der Skalierung von Lyft Business geworden. Es ist ebenso wichtig, um sicherzustellen, dass das Unternehmen sein Versprechen einhält. Fahrer bringen ihre Kunden zuverlässig und effizient dorthin, wo sie sein müssen. Ich danke Ihnen, dass Sie die Zeit mit mir verbracht haben und hoffe, Sie haben eine Vision davon erhalten, wie Slack im Service und für Ihre Kundenservice-Teams eingesetzt werden kann.